ist das aber sehr angenehm. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. wir nehmen euch mit auf die Abenteuer- und Allradmesse in Bad Kissingen. Bad Kissingen ist ungefähr 340 Kilometer von uns entfernt. Und der Plan sah vor, dass wir im Dachzelt übernachten, entweder auf einem Campground oder auf einem Parkplatz dort. Leider ist die Wettervorhersage nicht so besonders mit Starkregen und Gewitter angesagt, so dass wir gestern spontan beschlossen haben, uns eine Pension zu buchen. Und Gott sei Dank haben wir auch noch eine gefunden. Die ist dann so ungefähr 50 Kilometer noch von Bad Kissingen entfernt. Und wie heißt es so schön, da wo die Pläne aufhören, da fangen die Abenteuer an. In dem Sinne, viel Spaß dabei! Wir sind am Weg nach Bad Kissingen, wie ihr wisst. Und heute Abend machen wir Rast in Bischofsheim. Das ist nördlich von Bad Kissingen, etwa 50 Kilometer. Wir haben einen netten Gasthof gefunden, wo wir diese Nacht bleiben werden, wo wir Rast machen und wo wir jetzt erstmal zu essen werden. Ja. Ich denke mal, wir haben es gut angetroffen. Das sieht richtig urig aus und ich glaube, da zeigen wir euch auch noch ein paar Bilder oder kurze Videos. Ich denke, das kriegen wir noch hin, weil das lohnt sich wirklich auch hier mal vorbeizuschauen. Sehr, sehr urig, wirklich. Ja. Nicht nur das Häuschen ist hier besonders schnuckelig, sondern auch die Chefin ist sehr herzlich. Ich hatte ihr angerufen und gefragt, ob noch ein Zimmer frei ist. Und ja, da hieß es, eins wäre noch frei, und zwar das Wandererzimmer, was ein bisschen einfacher wäre, weil es die Toilette über den Gang hat. Aber wir haben gesagt, für eine Nacht ist das gar kein Problem. Und dann hatte ich nach Abendbrotessen gefragt und da sagte sie uns, ja, müssten wir aber dann bis 19:30 Uhr spätestens da sein, und weil die Küche sonst schließt. Und da hat sie gesagt, wenn wir es aber nicht schaffen, sollten wir vor 19 Uhr noch Bescheid sagen, denn bei ihnen geht keiner hungrig ins Bett. Und das fand ich so süß, weil sie hat gesagt, dann wird sie uns eine kalte Platte zurecht machen. Also das hat mich total überzeugt, dass wir hier an der richtigen Adresse sind. Nach einem leckeren Frühstück, welches übrigens 5 Euro pro Person kostet, geht's dann auf die Messe. Als wir vor 3 Jahren das erste Mal auf der Abenteuer Allrad waren, hat mich das Angebot wirklich schier überwältigt und ich konnte da erstmal gar nicht so viel aufnehmen. Aber jetzt das 3. Mal in Folge sind wir schon sozusagen routiniert. Earthquake in Los Angeles. Cool. Ja, also alle abdecken, alle Bedürfnisse. Ja, da kannst du jetzt zu Hause mal hinter der Scheibe legen, da kannst du dann laden. Ne? Genau, ja. Und Thierry, wir wollen dann aber auch, dass du mal vorführst, ob es funktioniert. Kein Mikrofon. Ich weiß. Du auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also, Ich habe heute auch ganz zum Einhängen an Schnür. der Schnürsenkel hängt also vorne, nicht an der Seite. Geh nicht unten drunter. Ne? So, Die Zip-Off-Beine können wir abnehmen, ohne dass Schuhe ausgezogen werden. Also abnehmen oder wieder dran machen, weil wir Da kannst du ja noch einmal öffnen. senkrecht noch teilen und dann sie einfach weg. Dann haben wir in den Cargotaschen für Ordnung gesorgt, indem wir in die Cargotaschen Innentaschen mit reingebaut haben. Das heißt also speziell Brillenträger noch. Immer lag früher immer quer unten, jetzt stellen wir es da rein und gut ist. Immer wieder faszinierend, die großen Expeditions-LKWs. es ist kurz nach Mittag. Wir haben schon einige Stände besucht. Wir haben einiges zugeschlagen. ausprobiert. Wir sind jetzt unterwegs. Gleich geht was zum Mittag. Und erstaunlich, schaut euch um, es regnet nicht. Entgegen der Prognose ist das Wetter sogar richtig gut heute. Richtig gut, naja gut, okay. Ja, gut, besser als befürchtet. besser als, ja, genau. Und warm, es wird langsam warm. Und warm. Wir Ja. müssen uns langsam Stück für Stück ausziehen. Aber dank der neuen Hose, die wir Richtig. gekauft haben, sind wir jetzt flexibel. Richtig, wir haben extra dafür gesorgt, dass wir jede Wetterlage hier mitmachen können. Und haben uns gerade Cargohosen gekauft. Bei wem? Wie heißen die? Q-Jeans.
Q-Jeans, ah ja, sehr Q-Jeans. interessant. Werden wir ausprobieren, also mit interessanten Zeigen wir Reißverschlüssen. euch. Sehr pfiffige Lösungen, würde ich sagen, haben sie gefunden. Wir müssen das testen. Ja, sehr interessant. Aber ich glaube, wir Skeptisch, werden nicht alles ehrlich gesagt. zeigen, oder? Ich glaube, wir werden nicht zeigen alles nicht. vorführen. Aber es funktioniert schon. Nein, weil- eben nicht. Gut, wir machen noch den Rundgang weiter. Wir melden uns gleich nochmal in Kürze. Merci vielmals. Northbox bietet für ihre Trockentrenntoiletten eine Halterung für das Ersatzrad an. Die Trockentrenntoilette von Kackbox überzeugt mich immer wieder, denn da hat der Hersteller von seiner Frau den Auftrag bekommen, endlich mal eine Trockentrenntoilette zu bauen, die auch für uns Frauen super funktioniert, und sie bestätigt, dass das der Fall ist. Für die Kunststoffbox für einen Kunden gemacht, der sie dann doch nicht wollte. Somit haben wir gedacht, wir nehmen sie mit auf die Messe, zeigen sie in Reinaluminium, damit man sieht, dass es Aluminium ist. Wie wir die Oberfläche in Zukunft gestalten oder für den Kunden herrichten, werden wir sehen. Ob pulverbeschichtet, lackiert, mit Comic gestriped. Ja, sowas gibt es auch in groß. Hätte ich gern, dass sie, Gibt's die in, ist schon sehr einwillig. da, Herr Weigler? Erstmalig auf der Abenteuer Allrad wird hier auch ein Bruder Offroad-Caravan vorgestellt. Hier ist es der XP7. Wir waren schon mal in Karlsruhe bei Wolfgang Heise und hatten uns einen XP8 angeguckt, weil die von der Technik her wirklich begeisternd sind. Ihr seht jetzt hier, dass die wirklich runterfahren, also die haben Wahnsinnstechnik da drin. Man kann ihn automatisch im Gelände nivellieren. Wenn da jemand mal Lust hat, guckt sich einfach mal auf YouTube Videos an, wie die da in Australien mit den Dingern Offroad fahren. Wirklich begeisterungsfähig. Uns hat dann der Preis nicht ganz so begeistert, weil die kosten schon relativ viel, und bis die dann hier in Deutschland deutschen TÜV haben, muss wieder einiges, ich sag jetzt mal, zurückentwickelt werden, damit sie den deutschen TÜV bekommen. Und ja, das ist dann leider sehr, sehr teuer, und deshalb haben wir von diesem Modell wieder Abstand genommen. Thierry hat eine Ausstellerliste ausgedruckt gehabt und dort für uns notiert, was für uns wichtig sein könnte. Bei OM-Technik werden wir auf alle Fälle noch einen Termin machen, bevor es auf große Reise geht, denn sie können das AdBlue dann abschalten, denn wenn wir außerhalb von Europa fahren, dann werden wir das auf alle Fälle ausschalten, und außerdem machen sie auch dann Ferndiagnosen, was natürlich auch sehr wichtig sein kann bei der vielen Elektronik, die im Auto ist. Hier nun der versprochene Dogwalk mit der neuen Hose von Q-Jeans. Wie ihr seht, hat sie den Reißverschluss, der geht von unten durch bis hinten hoch. Das heißt, sie werben damit, dass man in Extremsituationen überall sein Geschäft, klein oder groß, machen kann, ohne die Hose komplett runterzuziehen. Also ich hege da so meine Zweifel, denn ich verrate euch jetzt etwas, ich trage eine Unterhose und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da bräuchte ich dann da auch nochmal einen Reißverschluss. Auf der Abenteuer Allrad gibt es auch die Möglichkeit, dass man hier auch mal Autos im Gelände ausprobieren kann. Und ja, wie ihr seht, das lohnt sich, denn es ist ziemlich schlammig. Auch das Blissmobil führt vor, dass es sich nicht zu fein ist, um im Matsch zu fahren.
Wie immer bei solchen Veranstaltungen, alle sind gut drauf und das macht immer eine richtig gute Laune, egal welches Wetter gerade herrscht. Ist das aber sehr angenehm. Und nicht nur angenehm, sondern auch wirksam. Was wollt ihr jetzt wissen? Weil es gibt ja unterschiedliche Finish. Es gibt ja auch diese Struktur, die auch diesen Lotus-Effekt hat oder haben soll. Ja. So, und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was alles möglich ist, weil es gibt unterschiedliche Untergründe. Wir haben Aluminium, wir haben Blech, wir haben Kunststoff, wir haben GFK. Es geht um die Kratzfestigkeit hauptsächlich, darum geht es jetzt. Also es ist wichtig, dass man erstmal weiß, was für einen Untergrund man hat. Ja. Dann haben wir einen speziellen Primer, also für sensible Stellen, wie zum Beispiel Aluminium oder für Kunststoff oder für Edelstahl. Da gibt es alle spezielle Primer. Wir haben sogar Primer entwickelt für Glas. Wenn einer seine Glasscheibe da richtig festmacht, der geht dann mit dem Silikat im Glas eine Bindung ein. Chemische Bindung. Wir streben immer eine chemische Bindung. Ja, ja, genau. Daher haben wir auch so einen sehr guten Takt. Ja. Das ist Aluminium hier zum Beispiel. Wir haben hier noch ein neues Produkt, das ist gegen Rutschen. Also haben wir eine spezielle Naviton-Beschichtung entwickelt, die eben sehr hart ist und die eben einen sehr guten Reibfaktor hat. Wenn man hier mal rüberfasst, das sieht zwar rau aus, aber wenn man rüberfasst, ist sehr glatt. Hat auch den Vorteil, auf Naviton haftet nichts. Ganz sehnsüchtig gehe ich an diesen Schildern vorbei, aber für uns dauert es ja nur noch ein Jahr und dann geht die große Reise los. Ich freue mich schon so drauf. Viel zu schnell ist der Tag wieder rumgegangen und wir begeben uns in Richtung Ausgang. Wie immer ist das gut organisiert bei der Abenteuer Allrad, dass auch jeder seinen Parkplatz bzw. dann sein Auto wiederfindet. Alles wunderschön markiert und da kann man sich, glaube ich, tatsächlich wirklich nicht vertun. Wir Allrader haben ein bisschen außerhalb geparkt des P2-Parkplatz, weil ein Parkplatz gesperrt war wegen Hochwasser. Und ja, hier war heute Morgen noch alles vollgeparkt und jetzt lichten sich die Reihen. Es ist 20 vor 6. Um 6 Uhr hört die Messe auf. Und ja, auch wir machen uns jetzt so langsam auf den Heimweg. Euer Wagen hat wenigstens eine richtig coole Farbe, das nenne ich mal cool. Danke, nee, ich trinke leider keinen Alkohol. Aber vielen Dank. Cool. Tschüss. Ganz am Ende steht da der Dicke und hat ganz brav gewartet. Aber so schön abgetrocknet der Weg hier, ne? Ja. Oh, jetzt sehen wir hier Offroad. Der Buggy im Offroad-Betrieb. Er schlägt sich gut. Er schlägt sich tapfer. Hätte ich besser einen D-Vlog eingeschaltet. Ah, hast du nicht gemacht? Hab ich nicht. Hast wieder vergessen. Mist. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ja, das Wetter war ja viel, viel besser als angekündigt. Also wir hatten ein bisschen Regen und ja, ich weiß nicht, ob man sieht, jetzt fängt es gerade wieder ein bisschen an. Und heute Vormittag und heute Nachmittag hatten wir sogar auch Sonne. Und ganz schön warm. Naja, okay. Hielt sich in Grenzen, aber es war angenehm. Man konnte sich gut bewegen. Ein schöner Tag mit Begegnungen. Wir haben neue Leute kennengelernt,
Wir haben alte Leute, alte Freunde wiedergesehen. Wir haben sogar Leute getroffen, die kannten uns von YouTube. Noch gar nicht mitgerechnet. Erstaunlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.